Willkommen beim E-Ticket Ride YouTube-Kanal zu Freizeitparks oder so ähnlich. Was es damit auf sich hat jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Video Magazin und einem neuen Achterbahnwissen für Einsteiger-Video, aber jetzt spezifisch nicht das Thema Achterbahn, sondern das große Spektrum der Freizeitparks besprochen. Und in diesem Format hier lernen wir ab und zu ein paar Vokabeln oder Begrifflichkeiten und was das gleiche ist und Dinge, die ein bisschen so hinterm Vorhang im Backstage passieren oder was im Großen und Ganzen mit dem Thema zu tun hat, was euch ein bisschen mehr Wissen mitgeben soll. Und ab und zu reden wir in den Videos auch von E-Ticket Rides, was wir meistens versuchen zu vermeiden, weil der Begriff gar nicht im deutschsprachigen Raum so verbreitet ist. Aber falls uns das doch mal rausrutscht oder ihr das irgendwo anders hört oder lest, hole ich euch jetzt ab und wir lernen zusammen, was ein E-Ticket Ride ist. E-Ticket Ride oder E-Ticket Attraktion ist heute ein allgemein gebräuchlicher Begriff für sehr gute, besondere, außergewöhnliche Attraktionen in zum Beispiel einem Freizeitpark. So Attraktionen, wo man sagt, ey, für diesen E-Ticket Ride fahre ich in Park XY. Und ursprünglich kommt dieser Begriff von Disney und zwar aus den ersten Tagen von Disneyland. Und das Ganze war da kein Marketingbegriff, sondern ein Ticketsystem. 1955 zur Eröffnung von Disneyland gab es nämlich einen Eintritt plus einzelne Ride-Tickets, die man kaufen musste. Also ein bisschen das Tivoli-Prinzip, was Tivoli-Parks seit vielen 100 Jahren schon machen oder auch der ein oder andere Pier-Freizeitpark das auch handhabt. Und teilweise gibt es das Ganze auch heute noch. Und die Tickets waren in Kategorien eingeteilt. A, B, C und später auch D. 1959 kam dann das E-Ticket dazu für absolute Top-Attraktionen. Und das bekommen wirklich nur wenige Attraktionen. Heute wäre das sowas wie Star Wars Rise of the Resistance, Pandora Flight of Passage oder Shanghai Pirates of the Caribbean. Dieses Ticketsystem gab es übrigens von 1955 bis 1982 und dann hat so ein Ride-Ticket, so ein einzelnes, zusätzlich zu dem Eintritt, der dementsprechend nicht höher war wie heute, 50 bis 90 Cent gekostet. Das inflationsbereinigt wären heute aber trotz alledem 7 bis 18 US-Dollar. Klingt jetzt erstmal sehr absurd, aber vor kurzem gab es einen Fastpass bei Rise of the Resistance, der hat pro Person für eine Fahrt 40 Dollar gekostet. Nachdem man aber 150 Dollar Eintritt schon gezahlt hat. Das ist so absurd. An sich ist das übrigens auch gar nicht so ein ungewöhnliches System. Das gibt es dann auch in anderen Parks, in anderen Varianten mit Farben, Nummern oder ähnlichem. Aber dieses System mit den A bis E-Tickets, vor allem das E-Ticket, hat einen Begriff geprägt, und zwar den E-Ticket Ride. Das ist ein Begriff, den man einfach heute noch benutzt für wirklich außergewöhnliche, besondere, großartige Attraktionen. Und da ist am Ende jetzt nur meine Frage: Kanntet ihr das E-Ticket schon? Wusstet ihr, was das ist? Hat euch das Ganze hier gerade weitergeholfen? Und was wollt ihr noch lernen? Was sollen wir hier bei Achterbahnwissen für Einsteiger noch besprechen? Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf dem Ride Video YouTube-Kanal.